Wie arbeitet der tiefe Staat? Es waren Professoren an Unis und Polizeischulen, welche für den tiefen Staat auserwählte Bürger an die wichtigen Staatsstellen schleusten. Sie gaben den Studenten die Prüfungsergebnisse vor den Prüfungen ab. Als beste Absolventen wurden sie dann Lehrer, Richter und Polizisten im Dienste des tiefen Staates. Das Ziel des tiefen Staates war also die Unterwanderung der staatlichen Stellen, damit sie die Politik des Landes in ihre gewünschte Richtung lenken konnten. Dazu benötigt ein tiefer Staat eigene Richter, Polizisten und Lehrpersonen in den Chefetagen und wichtigsten Stellen. Schon früher begegnete Aische an der Universität einigen speziell distanzierten Studenten, die mehr Rechte besaßen. Sie durften als Auserwählte an geheimen Sitzungen teilnehmen. Das bemerkte sie auch an der Arbeit als Richterin. Es gab diese Eliten, die bevorzugter behandelt wurden als andere. Aische wollte mit ihrem Freund essen gehen. Reserviert hatten sie einen Tisch mit sehr schöner Aussicht aufs Meer. An jenem Abend wurden sie an einen anderen Tisch ohne Meersicht gesetzt. An ihrem reservierten Tisch saß einer der Jungen aus der Uni, welche dort schon immer bevorzugt wurde. Aische fand das unfair. Das ganze türkische Volk bemerkte diese Ungerechtigkeit und forderte schon vor Jahren mehr Demokratie. Wer hätte gedacht, dass der tiefe Staat ihre Polizisten auf Demonstranten schießen lassen würde und es aussehen ließ, als ob die Regierung dafür verantwortlich wäre. Oder wie Journalisten des tiefen Staates mit falschen Meldungen gezielt ihre Leser täuschen konnten und so ihre Mordtaten vertuschen konnten. Oder wie die Regierung in Verruf kam, weil ein Offizier des tiefen Staates Bombenanschläge verübte und damit Staatsterror betrieben hatte. Das ist Otto. Otto lebt in Deutschland und hörte in den Medien von tausenden Entlassungen im türkischen Staatsapparat. Er hörte auch von verhafteten Journalisten und Professoren. Die Gründe für die Entlassungen und Verhaftungen hatte Otto aber nie erfahren, bis er Aische fragte. Das machte Otto darauf nachdenklich, denn warum konnte er nur die eine Seite der Fakten in deutschsprachigen Zeitungen lesen? Das wird wohl am Mangel der türkischen Sprachkenntnisse liegen, meinte er dann. Aische hat als Richterin noch viel zu tun. Aber sie ist froh, dass alles aufgedeckt wurde und ihr Land ihre Unabhängigkeit zurückbekommen hat. Das türkische Volk hat mit der direkten Demokratie die Politik des Landes weiterhin in eigenen Händen.